Kennt ihr diese Leute, die sich zum Einschlafen einfach die brutalsten und schlimmsten True-Crime-Dokus ever reinziehen? Her arms were cut off. Her legs were cut off. Her ears were cut off. Her tongue was cut off. Her nose was cut off. Her eyeballs were plucked out. Ich meine, was ist noch beruhigender zum Einschlafen als eine absolut verstörende Geschichte eines blutrünstigen Serienkillers? Naja, zu meiner Zeit waren es noch Milch mit Honig und Bibi Blocksberg, aber Zeiten ändern sich. Heute sind es bei mir weder Bibi Blocksberg noch True-Crime-Dokus, sondern Serien. Ich bin ein absoluter Serienjunkie und eine Serie, die definitiv nicht an mir vorbeigegangen ist Euphoria. Leute, wir müssen über Euphoria reden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wenn ihr nicht unter einem Stein gelebt habt, dann ja! Die Serie hat einfach so einen krassen Hype erlebt. Kurzer Recap, in der Serie geht es um eine Gruppe von Highschool-Schülerinnen und Schülern und wir haben die Hauptfigur Rue. Aus ihrer Sicht wird die Serie auch überwiegend erzählt und sie ist 17 Jahre alt und drogenabhängig. Nach einer Überdosis hatte sie einen Entzug gemacht, aber sagt selber, dass sie absolut keine Intention hat, clean zu bleiben. Sie hat mit Depressionen und Panikattacken zu kämpfen und es wirkt alles recht düster, aber sie lernt Jules kennen, die neu auf ihrer Schule ist und die stellt quasi alles auf den Kopf. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Verbindung, die irgendwo zwischen platonischer und romantischer Liebe schwebt. Und es gibt noch einige andere Charaktere, die mehr oder weniger eine Verbindung zu den beiden haben. Und auch deren Geschichte verfolgen wir als Zuschauerinnen und Zuschauer mit. Wir haben zum Beispiel Nate und Maddie, die eine super toxische Beziehung haben. Maddies beste Freundin Cassie, die verzweifelt nach Liebe sucht. Kat, die ein Camgirl wird. And many more. Es geht um Sexualität, Depression, Drogenmissbrauch, Pornografie, Freundschaft, Tod, sexualisierte Gewalt, Slut-Shaming, Nacktheit und so vieles mehr. Und das wird alles sehr explizit dargestellt. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele Penisse gesehen. Es gibt viele Sexszenen, viel Gewalt und wir sehen sehr oft, wie Drogen genommen werden, auf verschiedenste Arten und Weisen. Diese Serie ist wirklich heavy, emotional aufreibend und auch sehr dark. Und sowas gucken sich Menschen in ihrer Freizeit an. Ich auch. Und die Frage, die ich mir nicht nur bei Euphoria, sondern generell bei vielen traurigen und brutalen Filmen und Serien gestellt habe, ist, warum schauen wir eigentlich zum Entspannen gerne Leuten in emotionalen Krisen und psychischen Ausnahmesituationen zu? Also, was fasziniert uns so daran? Dafür habe ich mir vor allem Euphoria mal genauer angeschaut und habe auch den Hype hinter der Serie, aber auch die Kritik abgecheckt. Leute, als ich das erste Mal was von dieser Serie gehört habe, hatte ich nach einer Weile das Gefühl, diese Serie schon gesehen zu haben, ohne sie gesehen zu haben. Denn ganz plötzlich, einfach so, ohne Vorwarnung, aus dem Nichts, war bei mir Social Media komplett voll mit Euphoria. Auf TikTok gab es plötzlich Euphoria Make-up-Tipps, Outfit-Inspos, mit welchen Klamotten man in Euphoria zur Schule gehen würde, wie es ablaufen würde, wenn Disney und Euphoria aufeinandertreffen. Und ich habe ungelogen 100-mal diese Szene in diesem Whirlpool auf meiner For You-Page gehabt. Und ich habe mich nur gefragt, warum? Was wollt ihr alle von mir? Und ehe ich mich versehen habe, kam plötzlich dieses ganz dringende und innerliche Bedürfnis, diese Serie auch zu schauen. Ich wollte den Hype einfach verstehen. Zugegeben, die Serie wirkt auf Social Media wie so eine klischeehafte Jugend-Party-Sex-Serie, was sie auch gewissermaßen ist, aber sie ist tatsächlich auch sehr tragisch und ernst. Und das scheinen die Leute echt zu feiern, weil Euphoria ist nach Game of Thrones die am meisten geschaute Serie von HBO. Laut Twitter ist sie auch die am meisten getweetete Serie des Jahrzehnts. Wobei das Jahrzehnt ja auch erst 2 Jahre alt ist. Lol. Allein die zweite Staffel soll für 30 Millionen Tweets gesorgt haben, wo Leute zum Beispiel darüber diskutieren, welche Charaktere aus anderen Serien mit Nate, der ist nämlich ein richtiges fertig werden würden. Die Auswahl finde ich, by the way, sehr gut. Generell lässt sich der Hype von Euphoria besonders bei der zweiten Staffel beobachten, die ja im Januar dieses Jahr ihre Premiere hatte. Ihren Erfolg hat die Serie laut dem Business Insider vor allem Social Media und auch Zendaya zu verdanken, die ja die Hauptfigur spielt. Sie ist nämlich laut Parrot Analytics die am meisten begehrte Schauspielerin der Welt. Ich meine, wer liebt Zendaya nicht, Leute? Sie hat sogar einen Emmy als beste Hauptrolle in einer Dramaserie für Euphoria gewonnen. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass die Kombi aus dem Social-Media-Hype und Zendaya schon 2 große Hauptmotivatoren für mich waren, die Serie zu schauen. Und by the way, die 3. Staffel ist schon safe. Eine weitere Sache, die den Hype auch ausmacht, ist die Art, wie die Geschichten der Charaktere erzählt werden. Also wir kriegen von jedem Charakter einen Einblick in seine Vergangenheit und das super schnell. Very early age, Maddie knew she had something special. She liked her relationship with Nate. She knew no matter what he did, she'd still love him.
In diesen Sequenzen kriegt man dann quasi erste potenzielle Gründe, woher zum Beispiel die Aggressionsprobleme von Nate kommen oder wie Rues Drogenabhängigkeit angefangen hat. Und auch beim Storytelling haben wir nicht so einen klassischen Ablauf, dass es von Punkt A zu Punkt B geht. Es gibt schon einen roten Faden, aber keine komplett stringente Linie. Der Fokus liegt vor allem auf den verschiedenen Charakteren und alle sind in irgendeiner Form miteinander verbunden, aber trotzdem lebt jeder in seiner eigenen Welt. Deswegen kann das alles oft sehr durcheinander wirken. Das Coole daran ist aber, dass man diesen Stil und die Machart der Serie sehr schnell in den ersten Minuten direkt versteht. Also die Serie stellt sich sozusagen direkt damit vor. Hier ist es meiner Meinung nach auch eine Geschmacksfrage, ob man diesen Stil feiert oder eher nicht. Das Krasseste, finde ich aber, ist auch die künstlerische und kreative Umsetzung. Wie mit Farben und Licht gespielt wird. Wir sehen zum Beispiel viel Lila und Glitzer. Das fängt in den Momenten mega krass die Emotionen ein und unterstützt sie auch. Auch mit Kamera und Schnitt werden da stilistisch mega viele coole Effekte geschaffen, wenn zum Beispiel sehr schnell auf bestimmte Charaktere gezoomt wird, um deren Reaktion in dem Moment einzufangen. Oder wenn sich alles dreht und zu neuen Szenen wechselt. Oder als Rue, nachdem sie auf einer Party eine neue Droge ausprobiert, plötzlich gefühlt die Wand hochläuft. Also ich will wirklich wissen, wie die das hinbekommen haben, das so aufzunehmen. Ich habe mich aber auch dabei erwischt, wie bei so einer Gedichtsanalyse in Deutsch, das manchmal etwas überzuinterpretieren. Also vielleicht ist ja die Tür nicht rot, weil sich dahinter die unterdrückte Wut des Autors verbirgt. Vielleicht ist sie einfach rot. Who knows? Auch die Outfits und das Make-up der Charaktere liefern viel Interpretationsspielraum. Der Stil ist sehr unique und die Stylistin der Serie, Donny Davy, hat auch erklärt, dass das Make-up reflektieren soll, was die Charaktere gerade erfahren und fühlen, also dass es zu diesen Situationen und Personen passen muss. Ich habe einige Artikel dazu gelesen, dass die Serie das Spiegelbild der Gen Z ist und besonders die Herausforderungen und Probleme darstellt, mit denen sie beim Erwachsenwerden zu kämpfen hat. Auf der anderen Seite heißt es zum Beispiel in einem Artikel vom Guardian aber, dass es weniger darum gehen würde, die Realität abzubilden, sondern vielmehr durch die Serie eine emotionale Erfahrung zu erzeugen. Also, dass es eher ein Mut ist als typische Gen Z-Verhaltensweisen. Der Macher der Serie, Sam Levinson, erklärt hier zum Beispiel, dass es nicht nur um Gen Z geht. I think one of the biggest hurdles with this show is how do we create empathy for this generation in an older generation? Er sagt auch, dass er mit dieser Serie seine eigene Drogenvergangenheit verarbeitet hat. Ich finde, dadurch wird das Ganze irgendwie auch persönlicher. Die Frage, die in diesem Zusammenhang öfter gestellt wird, für wen ist die Serie eigentlich? Ist sie vielleicht sogar für die Eltern gedacht? Also auch wie eine Art Warnung, denn die Inhalte sind krass. Zendaya hat auf Insta auch selbst geschrieben: Ich weiß, dass ich das schon gesagt habe, aber ich möchte für alle wiederholen, dass Euphoria für ein erwachsenes Publikum ist. Diese Staffel, vielleicht sogar mehr als die letzte, ist sehr emotional und befasst sich mit Themen, die triggernd und schwierig anzusehen sein können. Bitte schau sie nur, wenn du dich wohlfühlst. Was die Serie laut diesem Artikel hier wiederum interessant für Gen Z machen könnte, ist die Tatsache, dass Rue ja vor allem Drogen nimmt, weil sie immens mit ihrer mentalen Gesundheit struggelt. Interessanterweise belegen mehrere Studien, dass junge Leute heutzutage weniger Sex haben und weniger Alkohol trinken als frühere Generationen und dafür aber Depressionen, Einsamkeit und Ängste zunehmen. Also ich kann definitiv sagen, dass meine Erfahrungen in der Oberstufe früher nicht so extrem waren wie in dieser Serie, zum Glück. Aber viele Struggles, die die Serie darstellt, wie die ganzen Ängste, die psychischen Probleme, die Gewalt oder das Slut-Shaming, sind aus meinem Empfinden heraus real und bilden auch die Realität ab. Bei dem ganzen Wirrwarr, was bei Euphoria abgeht, habe ich mir mal so ein paar Gedanken gemacht. Ich meine, das echte Leben und was auf der Welt so abgeht, ist ja schon belastend genug. Fühlt sich auch manchmal so an, als würde die Welt gefühlt untergehen. Warum chillen wir uns also Sonntagabend auf die Couch und denken, ja, jetzt habe ich noch Bock auf so eine Serie mit Trauma, Gewalt und Missbrauch. Einfach mal den Abend ausklingen lassen so. Die Ironie dahinter wird, wie ich finde, auch übrigens sehr gut in diesem Tweet hier deutlich. Der Kommunikations- und Medienwissenschaftler Marco Dohle erklärt erstmal ganz simpel, dass diese Filme und Serien natürlich für krasse Emotionen sorgen und das lenkt halt vom Alltag ab. Die Psychologin Sabrina Romanoff erklärt dazu auch, dass es beruhigend sein kann, die Charaktere, die man so liebt, in einer unbequemen Situation zu sehen, weil genau dann müssen die Charaktere ja meistens stark und widerstandsfähig sein und wenn man das sieht, kann man diese Stärke und Widerstandsfähigkeit laut ihr als Zuschauerin oder Zuschauer unbewusst verinnerlichen. Es geht also darum, dass wir uns mit den Charakteren vergleichen. Und wir sehen halt auch, dass wir mit unseren Problemen und Herausforderungen im Leben nicht allein sind. Oder wir merken, dass die eigenen Probleme im Vergleich zu denen im Film vielleicht gar nicht so groß sind. Wir projizieren laut Romanoff unsere eigenen Emotionen und Ängste dann auch auf die fiktiven Charaktere. Dadurch
fällt diese Last ein wenig von unseren eigenen Schultern. Laut dem Psychologen Timothy Schleierett geben uns diese Serien auch eine gewisse Sicherheit, weil wir schon vorher wissen, worauf wir uns da beim Schauen einlassen und welche Emotionen da eventuell auf uns zukommen. Also gibt uns das quasi eine Sicherheit in der Unsicherheit. Deswegen kommen wir dann auch besser mit diesen Gefühlen klar. Andererseits heißt es in einem Artikel vom Bayerischen Rundfunk auch, unberechenbare Figuren sind Gold wert. Denn Figuren mit psychischen Problemen würden der Story oft atemberaubende Twists und überraschende Lösungen für komplizierte Plots geben. Ich finde aber, dass die beiden Punkte sich nicht unbedingt widersprechen, da ich beides bei Euphoria bei mir selbst beobachtet habe. Einerseits wusste ich ja, dass ich psychisch instabilen Teenagern zugucke, andererseits war es aber auch super aufregend, mit Rue mitzufiebern und zu hoffen, dass sie nicht wieder etwas tut, womit sie sich selber nur schadet. Und was es uns laut Schleierett natürlich leichter macht, der Unterschied zum echten Leben ist, dass wir halt auf Pause drücken oder einfach abschalten können. Wenn wir aber in Real Life Angst haben oder traurig sind diese Gefühle ja viel intensiver und auch unvorhersehbarer. Eine Studie der Oxford University hat aber auch herausgefunden, dass die Leute, die einen traurigen Film gesehen haben, sich danach anderen Menschen stärker verbunden gefühlt haben und die konnten auch physischen Schmerz länger ertragen. Eine Wissenschaftlerin, die an der Studie beteiligt war, hat sogar gesagt, dass es gut für die Gesundheit ist, einen tragischen Film zu schauen. Denn dadurch werden mehr Endorphine ausgeschüttet und die sind laut ihr ein natürliches Schmerzmittel des Körpers und sie stärken auch das Gruppengefühl. Für mich ist dieses Ergebnis gar nicht so abwegig, muss ich sagen, denn ich kenne das auch nach so traurigen Filmen und Serien, dass ich danach zwar schon merke, dass es mich traurig macht, aber in dieser Trauer spüre ich so eine angenehme Ruhe und fühle mich sogar wohl mit dieser Melancholie, die das auslöst. Während ich mit Rue mitgeweint habe, als es um den Tod ihres Vaters ging, habe ich das auch gespürt. Klingt vielleicht ein bisschen crazy, aber kennt ihr dieses Gefühl auch? Schreibt's mal in die Kommentare. Trotzdem heißt das natürlich nicht, dass jeder sowas mag. Schleierett rät deswegen dazu, wirklich bewusst darauf zu achten, was man da eigentlich genau schaut und wie das einen in diesem Moment emotional beeinflusst. Also, dass man da richtig seine Gefühle reflektiert, die die Serie in einem auslöst. Aber wir haben ja nicht nur zahlreiche traurige Serien bei Euphoria, sondern da ist auch viel Gewalt zu sehen. Und vielleicht kennt ihr dieses Phänomen. Eigentlich ist es super unangenehm hinzuschauen, aber irgendwie kann man trotzdem nicht wegsehen. Das hatte ich einige Male bei dieser Serie. Medienwissenschaftlerinnen und Medienwissenschaftler fragen sich auch schon länger, was Menschen eigentlich an Gewalt in Film und Fernsehen so fasziniert. Die Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin Anne Bartsch erklärt, dass das halt voll paradox ist, weil uns das Brutale in Filmen ja eigentlich keinen Spaß macht. Aber es zieht uns an. In einer Studie hat sie herausgefunden, dass je blutiger ein Trailer ist, desto mehr Menschen den Film sehen wollen. Das hat mehrere Gründe laut ihr. Einmal einen evolutionären Grund, denn unsere Psyche ist darauf ausgerichtet, Dinge spannend zu finden, die uns ans Überleben erinnern. Wenn da also zum Beispiel jemand mit einem Hammer auf einen einschlagen will, ist es halt nicht so vorteilhaft fürs Überleben, das zu ignorieren. Lol. Also wir brauchen laut ihr diesen Nervenkitzel. Und der kann auch zusammen mit dem Adrenalin und der Spannung dafür sorgen, dass man sich einfach lebendig fühlt und die Alltagssorgen vergisst. Also auch hier spielt dieses Weg vom Alltag eine Rolle. Ein weiterer Grund ist laut ihr der Glaube an eine gerechte Welt, also dass die bösen Charaktere bestraft werden, auch durch Gewalt. Weil es ja oft in Filmen und Serien dieses Schema von den Guten und den Bösen gibt. Und da muss ich auch ehrlich zugeben, als Nate, nachdem er Leute manipuliert, erpresst, verprügelt und bedroht hat, auch was abgekriegt hat, hatte ich schon so ein leichtes Gefühl der Genugtuung. Entschuldigung. Sorry, not sorry. Don't get me wrong, ich find's super uncool, Gewalt zu rechtfertigen oder zu verherrlichen. Aber in Filmen und Serien denke ich mir manchmal schon bei so manchen Charakteren Karma. Aber bei Euphoria ist es auch so, dass da Charaktere Gewalt erfahren, die man eigentlich eher als die Guten wahrnimmt. Da habe ich auch gemerkt, dass es mir noch unangenehmer war zuzuschauen und ich sehr viel mehr Mitleid mit denen hatte. Wobei man generell laut Bartsch auch aufpassen muss, weil man abstumpfen kann, wenn man viele Gewaltfilme sieht. Dadurch kann nach ihr die eigene Hemmschwelle sinken und Gewalt kann normaler wirken. Auch hier ist es super wichtig, wie reflektiert man als Zuschauerin oder Zuschauer an die Sache rangeht, sagt sie. Man kann nicht pauschal sagen, dieser Film ist gefährlich und der nicht. Sie vermutet, dass man beim Reflektieren von Gewaltszenen seine eigenen aggressiven Impulse beobachten kann, Empathie mit Opfern von Gewalt empfinden oder seine eigenen Moralvorstellungen abgleichen und hinterfragen kann. Und beim letzten Punkt kann also das Motiv beim Schauen nicht nur der Nervenkitzel, sondern auch die Sinn- und Wahrheitssuche sein. Gewalttätige Szenen können einem laut Bartsch tatsächlich dabei helfen. Also, dass man sich fragt, wie weit man wohl selbst gehen würde, wann oder ob man seine eigenen moralischen Prinzipien aufgeben würde. Das ist tatsächlich was ich generell oft bei mir beobachte, wenn ich Filme oder Serien schaue, dass ich mich selber immer wieder frage, wie ich mich wohl in diesen Situationen verhalten würde. Bartsch hat auch übrigens herausgefunden, wenn Zuschauerinnen und Zuschauer das Gefühl haben, dass Gewaltszenen auch die Realität abbilden und damit dem Film mehr Bedeutung geben oder wichtige Teile vom Film emotional verstärken, nehmen sie die aggressiven Szenen eher in Kauf. Aber nicht jeder kann sich Gewaltszenen geben. Ich weiß noch, dass ich bei einigen Stellen auch nicht hingucken konnte. Zum Beispiel, wenn jemand brutal verprügelt wird oder die Hammer auf den Kopf-Szene.
Und gerade wegen der Darstellung solcher krassen Szenen und Themen hat die Serie auch einiges an Kritik abbekommen. Ein großer Kritikpunkt ist, dass die Serie Drogenmissbrauch glorifizieren würde. Die US-amerikanische Organisation zur Prävention von Drogenmissbrauch, DARE, hat dazu gesagt, Euphoria verherrlicht irrtümlicherweise Drogenkonsum, Sucht, anonymen Sex, Gewalt und andere destruktive Verhaltensweisen von Highschool-Schülern und stellt sie als üblich und weit verbreitet in der heutigen Welt dar. Dazu hat sich Zendaya in einem Interview geäußert. Unsere Serie ist in keinster Weise eine moralische Geschichte, die Leuten beibringt, wie sie ihr Leben leben sollen oder was sie tun sollen. Wenn überhaupt, ist das Gefühl hinter Euphoria, den Leuten hoffentlich zu helfen, sich ein bisschen weniger allein in ihrer Erfahrung und ihren Schmerz zu fühlen. Und vielleicht fühlen sie, dass sie nicht die Einzigen sind, die sowas durchmachen oder damit umgehen müssen. Es gibt auch einige YouTube-Videos, die die ganze Serie von der kritischen Seite betrachten. Und da wird zum Beispiel auch kritisiert, dass einige Handlungen der Charaktere keine richtigen Konsequenzen haben. Beispielsweise haben wir eine Szene, in der Rue in ein Haus einbricht und die Leute dort bestiehlt, dann von der Polizei verfolgt wird und durch die gesamte Nachbarschaft rennt und so ein krasses Chaos anrichtet, alles durcheinander bringt und kaputt macht. Und sie kommt irgendwie einfach damit davon, als wäre das nie passiert. Einige finden die Serie deswegen insgesamt zu unrealistisch und finden auch, dass sie nicht wirklich das wahre Highschool-Leben darstellt. Und obwohl die zweite Staffel ja noch erfolgreicher war als die erste, fanden einige, dass es der Serie nicht gelungen ist, das Niveau der ersten Staffel zu erreichen. Viele waren unzufrieden mit der Entwicklung mancher Charaktere. Und was auch kritisch hinterfragt wird, ist ein weißer, heterosexueller Cis-Mann mittleren Alters die Erfahrungen von Teenagerinnen in der Highschool, queeren Charakteren und POCs porträtiert. Dass zum Beispiel auch viele weibliche Charaktere definiert werden würden von den männlichen. Einige finden, dass Cassies Daddy-Issues und die Tatsache, dass sie all ihre Hoffnungen in Beziehungen zu Männern legt, sehr klischeehaft ist. Auf der anderen Seite gibt es dazu aber auch folgende Theorie. Wir sehen nämlich in einem Rückblick, wie sich um Cassie herum alles verändert, wenn sie in die Pubertät kommt und sich ihr Körper verändert. Dass die Umwelt sie dann anders wahrnimmt und sie sexualisiert wird. Sam Levinson wurde dafür kritisiert, dass er Cassie zu sexualisiert dargestellt hat. Aber vielleicht ist ja genau das der Punkt. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch wenn die Schauspielerinnen und Schauspieler selber volljährig sind, stellen sie ja trotzdem Minderjährige dar. Also wir sehen Sexszenen von Minderjährigen und ihre Genitalien. In dem Zusammenhang wurde auch häufig angemerkt, dass die Highschool-Schülerinnen und Highschool-Schüler zu sexualisiert dargestellt werden. Ich finde sie ehrlich gesagt gar nicht so einfach, ein Fazit zu ziehen. Oft beobachte ich bei so gehypten Serien, dass es so ein krasses Schwarz-Weiß-Denken gibt. Man hat auf der einen Seite die Leute, die die Serie einfach als das künstlerische Meisterwerk des letzten Jahrzehnts schlechthin sehen, mit vielen versteckten Botschaften und einer tiefgründigen Gesellschaftskritik. Und sollte es jemand wagen, auch nur eine schlechte Sache über diese Serie zu sagen, wird diese Person einfach direkt blockiert. Und auf der anderen Seite haben wir die Leute, die so gehypte Serien einfach aus Prinzip mit Leib und Seele hassen und alle wissen lassen müssen, dass dieser Hype total unberechtigt ist. Und die Menschen, die diese Serie mögen, sind alle nur doofe Mitläufer. Ich persönlich sehe mich jetzt in keiner dieser beiden Extreme. Ich kann definitiv sagen, ich fand die Serie krass und habe sie in 3 Tagen durchgesuchtet. Und sie hat mich emotional definitiv mega mitgenommen. Und auch die Art, wie sie stilistisch gemacht ist, hat mir persönlich sehr gefallen. Und ja, sie hat mich auch von meinem Alltag abgelenkt, denn ich bin komplett in die Welt dieser Serie getaucht. Aber sie ist nicht perfekt. Sie hat ihre Schwachstellen, wie zum Beispiel die Charakterentwicklung in der 2. Staffel. Und einige der Kritikpunkte kann ich gut nachvollziehen. Also wenn Rue zum Beispiel den größten Scheiß ever macht und da teilweise einfach nichts weiter passiert. Und ja, die Serie zeigt krasse und belastende Szenen. Das ist super wichtig zu schauen, ob einen das psychisch überhaupt gut tut, das zu sehen, oder ob einen das triggert. Mich würde mal interessieren, wie ihr das seht. Habt ihr Euphoria überhaupt schon gesehen? Würdet ihr gern? Schreibt's mir in die Kommentare. Hier kommt ihr zu einem Video von Valeria, wo sie über den Male Gaze spricht, und hier rede ich darüber, wie toxische Beziehungen in Filmen romantisiert werden. Das war's wieder von uns, Leute. Geil, dass ihr eingeschaltet habt. Abonnieren und Glocke machen nicht vergessen. Nächste Woche sind wir wieder da. Selbe Zeit, selber Ort. Guten Abend und gute Nacht.